So, herzlich willkommen zurück zusammen. Und ja, heute wollen wir uns das Ganze ein bisschen praktischer angucken und machen deswegen Signalverarbeitung heute in Audacity. Audacity ist ein Tool, welches man zum Aufnehmen von Sound benutzen kann und natürlich auch zum Bearbeiten von Sound. Das ist sozusagen das Photoshop für Ton. Naja, nicht ganz. Es ist eigentlich mehr das GIMP für Ton, denn es ist komplett kostenlos und Open Source und dementsprechend könnt ihr euch da natürlich auch einfach dran bedienen. Einfach mal GIMP, ja, genau, Audacity runterladen und ausprobieren, was es da so alles Schönes gibt. So, lasst uns mal hier kurz was aufnehmen. Wir sagen jetzt einfach mal, seht ihr hier unten übrigens die Project oder die Projektrate in 44.100 Hertz. Das bedeutet, wir haben 44.100 Werte, die wir pro Sekunde uns speichern. Klingt erstmal ziemlich viel. Geht aber noch ein kleines bisschen höher. Ich wähle jetzt hier mal, uiuiui, da kann man bis zu 384.000 Hertz hochgehen, was dann wirklich eine richtig krasse, Frequenz ist oder Samplerate ist. Normalerweise braucht man das nicht. Für Ton oder für Sound, den wir hören, braucht man das nicht. Warum, werden wir aber noch später klären. So, und ja, jetzt gehe ich einfach mal her und nehme etwas auf und dann sehen wir hier schon, hier zeichnet sich etwas ab. Und jetzt beende ich das wieder. Und jetzt kann ich das abspielen und nehme etwas und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Prinzip. Ich will jetzt hier nicht unbedingt lange damit rummachen. Was ich euch allerdings zeigen möchte, ist vor allem hier, was wir damit machen können. Das heißt, wenn wir hier ranzoomen, sehen wir schon diese Wellen ein wenig. Und das ist jetzt ziemlich interessant, weil wenn ich jetzt noch näher ranzoome, dann sehen wir hier früher oder später, okay, das ist eine Welle. Okay, lasst es mich erstmal kurz lauter machen. So, jetzt ist das Ganze ein bisschen lauter geworden und wie das funktioniert, das werden wir einfach auch nochmal irgendwann später uns vielleicht angucken. Aber ja, wenn wir jetzt hier reinzoomen, dann sehen wir hier, okay, wir sehen hier offensichtlich immer noch eine Welle. Wir sehen sie immer noch, aber irgendwann ist es einfach nicht mehr möglich, diese Welle zu sehen. Und dann sehen wir hier diese kleinen Dinger und das sind die Dirac-Stöße, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, das sind wirklich nur einzelne Werte. Das ist ein Wert, ja, das ist ein einzelner Ton, das ist einer, also das ist ein Ton, hier, das ist ein Ton und so weiter und so fort. Und diese ganzen Töne, die haben wir jetzt hier so eingestellt, dass es von diesen Dingern, also von diesen kleinen Dirac-Stößen 384.000 pro Sekunde gibt. Das ist die Samplerate. So, das heißt, das Signal kommt auch in Audacity nicht komplett roh an. Logischerweise, weil Audacity ist ein Computerprogramm. Deswegen muss hiervor schon gesampelt worden sein und es muss auch schon quantisiert worden sein. So, und jetzt wollen wir uns angucken, was passiert, wenn wir das jetzt wirklich wieder ein bisschen zurückgehen. Ups. Sorry. So. Okay, jetzt stimmt's ja. Und was passiert, wenn wir hier das Ganze ein bisschen weniger machen? Also wir sehen hier auch vorne 32-Bit Fließkomma und 384.000 Hertz. Na, das wollen wir doch mal ändern hier. So, und jetzt können wir hier einfach die Rate runterstellen auf 8.000 Hertz. Also nochmal kurz zum Vergleich. Nehme etwas auf. So, also ihr habt es gehört, nehmt etwas auf, ihr solltet es gehört haben. Und ansonsten probiert es einfach auch mal selber aus. Und wenn wir jetzt die Rate hier runterstellen, auf zum Beispiel 8000, dann sehen wir hier schon, da ist einiges verloren gegangen. Da sind viele Infos weggefallen. So. Ihr hört, es ist, schlechter. Da fehlt aber noch mehr als nur das, glaube ich. Wir machen das mal weg und dann nehmen wir einfach neu in 8000 auf. Eigentlich sollte das nicht so schlimm sich anhören, sondern es sollte sich eher so anhören wie Telefon zum Beispiel. Okay. Sondern es sollte sich eher so anhören wie Telefon zum Beispiel. Genau, habt ihr es gehört? Das hört sich wirklich so an, wenn wir in 8000 Hertz aufnehmen, als wären wir im Telefon drin. Und natürlich 8000 Werte pro Sekunde versus, was hatten wir hier vorher stehen? 384.000 Hertz pro Sekunde. Das ist knapp 5-mal weniger Werte. Das heißt, wir brauchen am Ende auch 5-mal weniger Speicher, okay? Das heißt, wenn eine Datei in diesen 384.000 Hertz, wenn die da vielleicht 100 Megabyte hatte, dann hat sie danach noch nicht mal mehr, okay, sie hat noch ungefähr so 20 Megabyte pro Minute. Oder einfach die Datei hat nur noch 20, also ein Fünftel, ja. Ein Fünftel ist wirklich viel, wenn man Sachen über so ein schwaches Netz wie das Telefonnetz machen möchte. Aber heutzutage natürlich absolut nicht mehr zeitgemäß. Unser Internet kann sehr viel mehr als nur das, okay?
So, jetzt die Bitrate. Die Bitrate ist ein kleines bisschen komplexer, weil sie leider zusätzlich noch angibt, also sie gibt leider nicht nur an, wie viele Bins wir haben, sondern sie gibt natürlich auch das Ganze für die Sample-Rate mit an. Das heißt, ja, die Bitrate zeige ich euch mal ganz kurz. Wobei, nee, ich zeige euch das nicht. Ich zeige euch hier einen Wert. So, wo gehen wir hin? Lasst uns mal das Ding ein bisschen skalieren. So, hier haben wir diese Wellen. Ja, so anhören. Okay, so sieht das dann ungefähr aus und ja, wir sehen hier diese ganzen Wellen. So, wir sehen aber auch, dass diese Wellen noch ordentlich viele verschiedene Pünktchen hier haben. Und wir sehen, das liegt vor allem daran, dass wir diese 32-Bit Fließkomma-Werte genommen haben. Das heißt, wir können mit diesen Dingern wir nutzen für jeden von diesen einzelnen Werten eine 32-Bit Fließkommazahl. 32-Bit Fließkommazahlen für jeden einzelnen Wert. Das heißt, wir nehmen 8000 von diesen 32-Bit Fließkommazahlen pro Sekunde. So, und diese Zahl sollte euch jetzt höchstwahrscheinlich bekannt vorkommen. 256.000, also abgekürzt 256 Kilobit pro Sekunde. Die kennt ihr vielleicht von manchen Stellen her. So, jetzt heißt das natürlich, ich habe 32 Kilobit pro Sekunde und das ist jetzt gar nicht mal so guter Sound. Wir können das Ding allerdings noch ein bisschen weniger machen, indem wir hier tatsächlich einfach das Format runterstellen, nicht auf 32-Bit Fließkomma, sondern auf zum Beispiel 16-Bit Fließkomma. So, und jetzt habe ich natürlich noch weniger Werte. Jetzt habe ich im Endeffekt nur noch 16-Bit statt 32-Bit. Das heißt, ich kann deutlich weniger Werte darstellen. Ich kann nämlich im Endeffekt nur noch die Hälfte der Werte darstellen. Quatsch, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich kann nicht die Hälfte der Werte darstellen, sondern ich muss sozusagen wurzeln, um das auszubekommen. Ich kann sozusagen statt 4,3 ungefähr, Werten, die ich bei jedem einzelnen von diesen Bins hier, also wirklich jeder einzelne davon, kann über 4 Milliarden Werte darstellen. Stattdem kann ich jetzt auf einmal nur noch, naja, 65.500 Werte darstellen. Das ist ein bisschen traurig, klar, aber spart natürlich auch nochmal deutlich Speicherplatz, und zwar die Hälfte. Das heißt, ich habe jetzt statt meinen 100 Mbit oder statt meinen 100 Megabyte, ja, habe ich jetzt nur noch auf einmal 10, weil ich einmal die Rate hier runtergestellt habe. Also diese 16.000 oder was waren es, 384.000 Hertz auf 8.000 Hertz runtergestellt. Und ich habe von 32-Bit Fließkomma auf 16-Bit PCM runtergestellt. Ja, und das ist natürlich schon mal einiges. Aber ihr seht, das geht natürlich auf Kosten der Qualität. Und ja, es hört sich an wie Telefon. Das ist wirklich, wirklich sad. Deswegen macht man sowas heutzutage eigentlich nicht mehr. Und es ist auch eigentlich nicht mehr zeitgemäß, das beim Telefon zu machen. Aber da was umzuändern, das ist nie so einfach, okay? Gut. Das sollte das Ganze mal so ein bisschen veranschaulichen. Wir werden Audacity noch ein bisschen häufiger benutzen. Ihr könnt gerne mal ein bisschen selber rumspielen und mal gucken, was ihr so findet. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.